Der Showdown um die Zukunft von US-Präsident Joe Biden ist in vollem Gange. Immer mehr Demokraten folgen der Forderung, dass Joe Biden zurücktreten müsse und fordern kollektiv die Aufgabe des 81-Jährigen im Rennen um die Präsidentschaft. Vor allem der Ton wird rauer. Doch Biden will zumindest in den nächsten Stunden nicht hinschmeißen. Kämpfen und zeigt sich daher unbeeindruckt. Der sich wegen einer Corona-Infektion in Quarantäne befindliche Präsident kündigte an, kommende Woche auf die Wahlkampfbühne zurückzukehren, wie Viktoria Grünthal berichtet. Immer mehr Politiker aus den eigenen Reihen fordern ihn zum Rückzug auf. Der Druck auf Joe Biden wächst weiter. 12 Demokraten aus dem Kongress, darunter 2 Senatoren, wollen, dass der 81-Jährige aus dem Präsidentschaftsrennen aussteigt. Und der Ton wird rauer. So behauptet etwa ein Abgeordneter, Biden habe ihn vor kurzem nicht einmal mehr erkannt. Doch nach Aufgeben klingt Bidens jüngstes Statement nicht. Wegen einer Corona-Infektion äußert sich der US-Präsident nur schriftlich, lässt verlauten: Ich freue mich darauf, nächste Woche wieder auf Wahlkampftour zu gehen, um die Bedrohung durch Donald Trumps Project 2025-Agenda zu entlarven und gleichzeitig für meine eigene Bilanz und die Vision zu werben, die ich für Amerika habe. Eine, in der wir unsere Demokratie retten, unsere Rechte und Freiheiten schützen und Chancen für alle schaffen. In Wahrheit aber soll Biden einen Rückzug zumindest nicht mehr kategorisch ausschließen. Das berichten US-amerikanische Medien. Beste Wahlkampfbedingungen für Herausforderer Donald Trump. Immer mehr Länder und Staatschefs bereiten sich auf einen Sieg des Ex-Präsidenten vor. So telefonierte etwa der ukrainische Präsident Selenskyj nun mit Trump, gratulierte ihm zu dessen Nominierung als Präsidentschaftskandidat. In dem Telefonat versprach Trump nach eigener Aussage, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Das hatte er zuvor schon in seiner Rede betont. Ich werde jede einzelne internationale Krise beenden, die die aktuelle Regierung geschaffen hat. Dazu gehört auch der furchtbare Krieg mit Russland in der Ukraine, der, wenn ich Präsident gewesen wäre, niemals passiert wäre. Und der Krieg, der durch den Angriff auf Israel verursacht wurde, das wäre auch nicht passiert, wenn ich noch Präsident gewesen wäre. Sicherheitsberater bezweifeln das stark. Es ist ja wünschenswert, wenn jemand sagt, ich möchte den Krieg beenden. Und ob man das mit einem Anruf machen kann oder nicht, da gibt es, glaube ich, bei denjenigen, die sich schon länger damit beschäftigen, gewisse Zweifel. Auch Vizepräsident J.D. Vance hat über Außenpolitik in seiner Rede gar nicht gesprochen, also der Kandidat für den Vizepräsidenten. Fakt ist, mit einem Präsidenten Trump wäre die Unterstützung der Ukraine ungewiss. Denn der 78-Jährige hatte die US-amerikanische Waffenhilfe an das Land mehrfach kritisiert.